Es ist später Sommer geworden und damit wieder einmal Zeit für die Enduro-Boxer-Tour von SWT Sports. Er macht mit dem Ruderblatt unten die Richtung von der Strömung. Jetzt dreht er das ganze Teil um und dann geht die Strömung auf das andere Ruderblatt und somit bewegt sich die Fähre wieder in die andere Richtung. Zweites, drittes. Ausgerüstet mit Kameras und medialem Equipment konnten sie selbst ihre Reise dokumentieren. Also der Kollege ausrutscht, dürfen wir auch ausrutschen. Und so entstand dieser tolle mehrteilige Film über die Enduro-Boxer-Tour 2020. Guten Morgen, Tag 4. Jörg schreibt gerade das Logbuch. Jo. Super Schlafplatz. Haben alle wieder aufgeräumt, unseren Müll mitgenommen. Sehr geile Location. Da geht's wieder auf hier auf die Böck. Ach, das ist doch eigentlich schön, wenn man auch Abwechslung hat, oder? So gab es neben Pistenblasen auf Schotter und Sand auch witterungsbedingt immer wieder stark unterschiedlich und sehr anspruchsvolle Streckenabschnitte. Das Wichtigste jedoch ist, sich nicht ärgern, sondern genießen. Scheiße! Oh, das war doch klar! Mann. Ja, ich komme rein. Hast du es? Das hast du jetzt gewollt, oder? Nee, gar nicht. Der Track geht da lang. Aber sicherlich, der Weg ist nämlich falsch. Nee, Der geht außenrum auf den Berg. nee, der geht jetzt wieder raus. Glaub mir es. Die Strecke gibt's. Und das sind ja die Motorradspur, die Enduro-Spuren gewesen. Ja, ja. Ja. Also, Also mal schauen, jetzt seht ihr, wie ich mich so richtig auf die Fresse lege. Ne? Ja, alles Holz. Jetzt wissen wir also auch, wie der TED entsteht. Wo vorher Teer war, wird einfach mit dem Gerät drüber gefahren und dahinter ist dann TED. Eiderdauz, da hätte der Wasserstand aber auch keinen Zentimeter höher sein dürfen. Gut, dass Manuel und Jörg in ihren Vorbereitungen mit den Modifikationen der KTM den Lufteinlass extra höher gelegt haben, um auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Selbst die modifizierten SWT Enduro Boxer mit angepasstem Fahrwerk, höherem Federweg und 21/18 Zoll Bereifung wären hier an ihre Grenzen gestoßen. Gleich die Füße unten hast. ja. Weil du Also denkst, dass man es trocken macht, das kannst du vergessen. Sind ganz schöne Rocker drin. Ja. Kann es sein, dass du nasse Schuhe hast? Ja, aber du auch. Heute sind wir beide nass. So, also das ist jetzt wieder mal so was Interessantes. Eine weitere strömungsbewegte Fähre. Er macht mit dem Ruderblatt unten die Richtung von der Strömung. Jetzt dreht er das ganze Teil um und dann geht die Strömung auf das andere Ruderblatt und somit bewegt sich die Fähre wieder in die andere Richtung. Und bei uns, Das ist ja nur genial. Alles ohne Emission, ohne Krach. bei uns braucht man einen Motor dafür. Das war unser Hotel für diese Nacht. Privatgrundstück. Wir sind darauf hingewiesen worden, aber nicht verjagt worden. Mit eigenem Pool, die Feuerstelle und da ist der Jörg jetzt. Also letzte Nacht war nichts für Weicheier. Wir sind beide gut nass gewesen, also nasse Stiefel noch vom Morgen. Das hat den ganzen Tag durchgehalten. Ja,
Aber das gehört zum Abenteuer dazu. Aber es macht Spaß und ist geil. Einfach nur geil. Servus. Wir sind jetzt an der Grenze Lettland-Estland. Die lettische Strecke war eindeutig das härteste, was wir jetzt gemacht haben auf diesem Trip. Richtig anstrengend, ganz viel Sand, ganz viel Wasser, ganz viele Durchfahrten, auch mal was zum Baden gehen. Abartig, abartig. Umgefallene Bäume zum Überqueren. Ja, ganz viele Gegenstände, die im Weg gelegen waren. Einfach eine Challenge. Jeder, der uns mitverfolgt, der wird merken, dass wir da ein richtiges Abenteuer haben. Wir können es jedem empfehlen, aber nur mit dem richtigen Motorrad und mit dem richtigen Equipment. Und dem richtigen Reifen vor allem. Stimmt. Also, liebe Zuschauer, merkt euch, für maximalen Spaß und minimales Ärgernis bereitet Mensch und Maschine richtig auf so eine Tour vor. Macht euch schlau, schaut Videos dazu, lest euch Erfahrungsberichte durch, denn TED ist nicht gleich TED. Rotkäppchen, Rotkäppchen, ruft's aus dem Wald. Ja, guten Morgen. Das war unser Schlaflager für heute Nacht. Wir haben die Tischverbreiterungen genommen, die hier am Feuer gestanden waren, und haben einfach einen Regenschutz gebastelt. Da, wie ihr sehen könnt, die ganze Nacht der Himmelgott uns von da oben frisches Wasser geschickt hat. Also das hätte nicht funktioniert. Und die Bänke sind definitiv zu schmal zum Schlafen. Also hier nochmal die Lösung. Später kann ich einen Bauplan dafür schicken. Ja, schöne Location. Kurz vor Tallinn. Das Problem ist einfach nur, dass der Fluss, bei dem ich mich waschen wollte, so weit da unten ist, dass ich da einen Kletterkurs machen muss. Und das fangen wir heute nichts mehr an. Jetzt gibt es gleich lecker Kaffee. Was ich lobend ansprechen muss, ist, dass es immer Feuerholz gibt auf diesen Plätzen und immer nach uns kein Feuerholz mehr gibt, weil wir sehr verschwenderisch mit dem Material umgehen. Also wir haben uns ein wunderschönes Feuer geschürt heute Nacht. Natürlich sind wir keine Arschlöcher, wir haben ein bisschen das Anstandsrestle übrig gelassen. Und es gibt saubere Toiletten. Die Toilette ist richtig genial. Hat so ein Trockenpulver drin. Optimal. Können wir empfehlen. Also für einen Gravel Scout auch irgendwas. Was komisch ist, man sieht die Spuren, das ist nicht von uns. Es kommen halt nachts immer wieder Kollegen, die wollen wahrscheinlich mit ihren Mädels zum Bimbern daher. Ist halt blöd, wenn wir schon da sind. Jetzt geht's Richtung Fähre und wir hören uns wieder. Test 1, Test 2, Test 3, Test 4. Den ersten wirklichen Kontakt mit dem Meer auf ihrer Tour, in diesem Falle die Ostsee, hatten die beiden Abenteurer Jörg und Manuel dann am Strand von Tallinn. Doch auch wenn es hier nach strahlendem Sonnenschein aussieht, die Mikros haben es trotz lautem Regen nicht gepackt und so musste auch immer wieder täglich Unterschlupf gesucht werden vor starken Regenschauern. Heute haben wir schlechte Karten, weil bisher haben wir noch keinen Übernachtungsplatz gefunden und es ist schon relativ spät. Wie ihr seht, die Sonne ist auch schon ganz tief, also wir haben noch eine Stunde, dann ist dunkel. Hoffen wir mal, bis was wird heute. Also wir sind jetzt mitten im Niemandsland. Um uns rum ist eigentlich nichts. Und da beginnt der Trek. Kannst du nicht sagen, ich bin doch auch da. Oder bin ich nix? Danke. Schau euch den Vogel an. Der jammert heute schon ganz da. Was? Ich habe noch wieder Schokolade fressen. Es ist der Wahn. Smile Heroes. Es ist der Wahn. Nee, also es ist eigentlich abartig, dass da einfach
hier der Dreck beginnt. Und der führt uns jetzt dann hier weiter. Also ihr seht, hier ist es. Nach Tallinn auf die Fähre. Jo, okay. Redest du noch mit mir oder mit Instagram? Redest du mit mir oder mit Instagram? Ich rede mit dir und mit mir. So, okay, live aus dem Fährhafen in Tallinn. Wir müssen jetzt schnell reden. Er nimmt mir die Post, weil das so hässlich aussieht. Das fassen wir jetzt alles in ganz kurz zusammen. Wir sind jetzt bald mit dem Schiff drüben in Helsinki und werden ganz viel Spaß haben. Dankt es euch. Ich hoffe es. Wir haben noch 15 Sekunden, 14 und 13 und 12 und dann sind wir schon auf dem Schiff. Euch haben die Videos und die Tour bis jetzt gefallen? Ihr wollt wissen, wie es in Teil 3 weitergeht und welche alten Freunde wir treffen? Dann dranbleiben, abonnieren, Glocke drücken und auf Teil 3 gespannt sein.